An dem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, ist es kalt. Bitter kalt. Schnee bedeckt die Straßen von London. Der Winter hält die Stadt unbarmherzig in seinen eisigen Klauen gefangen. Aber trotzdem sind die Menschen voller Vorfreude, denn es ist der Tag vor Weihnachten. Die Fenster der Geschäfte erstrahlen, die Einkaufstaschen der Leute füllen sich mit den buntesten Geschenken, der Tannenbaum und die Zutaten für das Weihnachtsessen werden besorgt. Man wärmt sich an einem heißen Punsch oder an der Freude, die die Mitmenschen erfüllt. Überall hört man Weihnachtslieder und die Menschen laufen geschäftig umher. Was für ein schöner Klang! Doch nicht allen dringt er ins Herz. Es gibt Herzen, in denen ist es immer Winter. Ein solches kaltes Herz hatte auch mein Onkel, bevor die seltsamen Dinge geschahen, von denen ich euch jetzt erzählen werde. Der einzige Klang, der ihn erfreute, war das Klingeln der Münzen in seiner Kasse, wenn die Leute ihm das Geld zurückzahlten, was er ihnen geliehen hatte. In sein Herz fiel er nicht, der sanfte Lichtschein der Kerzen, und kein Weihnachtslied konnte seine Seele zum Klingen bringen. Darf ich vorstellen? Hier kommt er, mein hartherziger Onkel, Ebenezer Scrooge. Humbug! Dieser ganze Weihnachtsklimbim! Die Leute sollen lieber arbeiten, damit sie Geld verdienen. Und nicht überflüssige Geschenke kaufen, die niemand braucht. Mein Onkel war wie jeden Tag auf dem Weg in sein Büro. Und wie jeden Tag war er mürrisch und schlecht gelaunt. Wo er lang ging, begleitete ihn ein eisiger Windhauch. Er grüßte niemanden, denn schon lange lebte er so einsam wie eine Auster. Sein einziger Vertrauter, sein Geschäftspartner Jacob Marley, war vor 7 Jahren gestorben. Und so war Scrooge nur noch sich selbst der Nächste. Vor dem Büro meines Onkels spielte eine Straßenmusikerin auf einer alten Geige und bettelte um Almosen. Den Leuten, die vorübergingen, gefiel die schöne Musik und sie warfen bereitwillig etwas in den Hut. Hey, hallo, Sie! Müssen Sie unbedingt hier auf Ihrer Fiedel rumkratzen? Stellen Sie sich fort! Hier leben Menschen, die einer anständigen Arbeit nachgehen. Hier ist kein Platz für so etwas Überflüssiges wie Musik. Aber entschuldigen Sie mal, die Dame hat doch so schön gespielt und von irgendetwas muss sie ja auch leben, sonst verhungert sie noch. Etwas mehr Mitgefühl, bitte. Pappelapapp. Hier muss niemand verhungern. Wozu haben wir Obdachlosenheime und Suppenküchen? Bleiben Sie mir vom Leib mit Ihrem Mitgefühl. Oh ja, das werde ich. Da würde ich ja lieber sterben, als Sie um Hilfe zu bitten. Ja, wenn Sie lieber sterben wollen, dann sollten Sie das mal schnell tun, um die Überbevölkerung zu verringern. Adieu.
Wütend stapfte Scrooge davon. Um sich verbreitete er eine Kälte, die jeden kleinsten Funken Weihnachtsfreude im Keim erstickte. Mitgefühl, Weihnachtsfreude, alles Humbug. Schließlich hatte Scrooge sein Büro erreicht. Es war ein Ort, der nicht sehr einladend war. Drinnen war es fast genauso kalt wie draußen. Denn Scrooge heizte nur sehr wenig, um Geld zu sparen. Sein einziger Mitarbeiter saß bibbernd auf seinem Platz, eingehüllt in Schal und Mantel. Heizen ist doch nur etwas für Weicheier. Wer will schon ein warmes Büro? Sie etwa, Mr. Cratchit? Natürlich nicht, Mr. Scrooge. Denn wer den Pfennig nicht ehrt... Wer Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Da haben Sie vollkommen recht, Mr. Cratchit. Bob Cratchit war der einzige Angestellte meines Onkels. Ein herzensguter Mensch, dem es fast das Herz brach, all die Mahnungen und bösen Briefe zu tippen, die mein Onkel täglich verschickte. Doch heute wollte sich Cratchit seine gute Laune nicht nehmen lassen. Das Klappern seiner Schreibmaschine war wohl das einzig angenehme Geräusch in diesem kalten Büro. Wenn man genau hinhörte, konnte man schon Bob Cratchits weihnachtliche Vorfreude im Auf und Ab der Tasten ahnen. Cratchit! Ja, Mr. Scrooge? Etwas mehr Ernst, bitte. Ich bezahle Sie nicht für irgendwelche Albernheiten, sondern für harte, ehrliche Arbeit. Haben Sie verstanden? Sehr wohl, Mr. Scrooge. Cratchit, warum schreiben Sie nicht weiter? Mr. Scrooge, ich habe hier eine Räumungsklage für Familie Williams. Ja, und? Sie wollen sie morgen zu Weihnachten aus Ihrer Wohnung rauswerfen? Ja, natürlich. Was denken Sie denn? Die sind schon seit Ewigkeiten mit der Miete im Rückstand. Glauben Sie, ich lasse mir auf der Nase herumtanzen, nur weil Weihnachten ist? Mr. Scrooge, In Geldangelegenheiten, Mr. Cratchit, dürfen Sie keinerlei Nachsicht üben. Ich bin Geldverleiher und kein Wohltätigkeitsverein. Bei der kleinsten Schwäche, die Sie zeigen, kommt morgen schon der Nächste und will sein Geld nicht zurückzahlen. Sie sind zu weich, Cratchit. Aber wenn es Ihnen so zu Herzen geht, dann können Sie ja die Räumungsklage in Geschenkpapier einwickeln. Nun an die Arbeit. Kein Wunder, dass es Bob Cratchit immer trauriger ums Herz wurde. Doch ohne seine Arbeit bei Scrooge hätten er und seine Familie hungern müssen. Aber auch so war das Leben hart für ihn, denn mein Onkel zahlte nur den allerniedrigsten Lohn. Ich glaube, nun ist es an der Zeit, dass ich mal im Büro vorbeischaue. Vielleicht kann ich die beiden ja ein bisschen aufheitern. Außerdem wollte ich dieses Jahr mal etwas ganz Verrücktes machen. Ich wollte meinen Onkel zum Weihnachtsessen einladen. Fröhliche Weihnachten, Onkel! Och, der nächste Dummkopf, der mir etwas von Weihnachten erzählen will. Alles Humbug. Weihnachten? Humbug? Ach, Onkel,
Das meinst du nicht ernst? Fröhliche Weihnachten. Welchen Grund hast du denn wohl, fröhlich zu sein? Du bist doch arm wie eine Kirchenmaus. Welchen Grund hast du denn, so griesgrämig zu sein? Du bist doch schließlich reich genug. Reich genug ist man nie, mein lieber Neffe. Schreib dir das hinter die Ohren. Und nun lass mich in Ruhe mit deinem fröhliche Weihnachten. Feiere du Weihnachten auf deine Weise und lass es mich auf meine Art tun. Aber du feierst es ja gar nicht. Ich kann es mir nicht leisten, Weihnachten zu feiern. Weihnachten ist Erntezeit für uns Geschäftsleute. Es ist die Zeit, in der alle meine Schuldner ihre Rechnungen bezahlt haben sollten. Möchte ich schließlich nicht noch am Jahresende einen offenen Posten in meinen Büchern finden. Ach, Onkel, warum bist du so hart? Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der wir uns besinnen. Es ist die Zeit der Güte und Vergebung. Wir machen Geschenke, öffnen unsere Herzen und haben alle das gleiche Ziel: die Welt in einen Ort zu verwandeln, an dem es sich lohnt, zu leben. Was für eine rührende kleine Rede. Fast höre ich die Englein singen. Du solltest Politiker werden. Ärgere dich nicht, Onkel, sondern komm vielmehr morgen zum Essen zu uns. Faulenzereien dieser Art kann ich mir nicht leisten. Im Übrigen bin ich der Meinung, jeder, der mit seinem fröhlichen Weihnachten auf den Lippen herumläuft, sollte in seinem eigenen Weihnachtspunsch gekocht werden. Dort ist der Ausgang. Du darfst ihn gerne benutzen. Guten Tag. Nun denn, ich lasse mich aber nicht von dir aus meiner Weihnachtsstimmung bringen. Deshalb nochmals fröhliche Weihnachten, Onkel! Endlich ist er weg. Und Sie, Cratchit, sollten weiterarbeiten. Sonst lasse ich Sie gleich Ihre Kündigung tippen. Na los! Oder wollen Sie Weihnachten auf dem Arbeitsmarkt feiern? Nun, Cratchit, was ist denn jetzt schon wieder los? Mr. Scrooge, es ist 7 Uhr. Oh, wie jeden Tag wollen Sie natürlich wieder Punkt 7 Uhr Feierabend machen. Aus so seltsamen Gründen, weil die Familie zu Hause auf Sie wartet. Cratchit! So wird das nie etwas mit Ihnen. Sie müssen Ihre ganze Zeit dem Beruf und dem Geldverdienen widmen, sonst kommen Sie nie auf einen grünen Zweig. Also, ich erwarte Sie morgen wieder pünktlich um 8. Aber morgen ist doch Weihnachten. Na gut, dann eben 8:30. Mr. Scrooge. Natürlich, Sie wollen wieder den ganzen Tag morgen frei haben, nur um dümmlich um den Weihnachtsbaum herumzusitzen. Nun, wenn es Ihnen recht ist. Natürlich ist es mir nicht recht. Hier gibt es jeden Tag etwas zu tun. Schließlich soll sich das Geld ja vermehren. Aber die ganze Welt feiert morgen Weihnachten. Da finden Sie sowieso niemanden, um Geschäfte zu machen. Und müssen auch die Heizkosten für das Büro bezahlen. Ach, dann bleiben Sie eben zu Hause. Lassen Sie mich zufrieden mit Ihrem Weihnachten. Aber ich erwarte Sie übermorgen wieder pünktlich zur Arbeit, dass Sie sich nur keine Schwachheiten einbilden. Ehe es sich Scrooge anders überlegen konnte, war sein Schreiber auch schon durch die Tür.
Scrooge schlug den Mantelkragen hoch und trat in die Kälte hinaus. Er hatte seinen Hut tief ins Gesicht gezogen. Da ihn sowieso niemand mehr auf der Straße grüßte, musste er nicht viel sehen können. Er bog um die Straßenecken. Weihnachtslieder waren zu hören. Doch sobald er sich näherte, verstummten sie. Schließlich gelangte Scrooge zu seiner Wohnung. Sein ehemaliger Geschäftspartner Marley hatte sie vor Jahren angemietet. Der Hof war so dunkel, dass sich sogar Scrooge, der hier jeden Stein kannte, seinen Weg mit den Händen ertasten musste. Wo ist denn nur das Schloss? Als Scrooge seine Haustür öffnen wollte, umspielte ein geheimnisvolles, blaues Licht den Türknauf. Er schien sich in seiner Hand zu verwandeln. Ebenezer Scrooge. Und plötzlich war es Scrooge, als schaute ihn statt des Türknaufs Marley, sein früherer Kompagnon, an. Was ist das? Jacob Marley. Aber als Scrooge die Erscheinung genauer betrachtete, war es doch wieder der Türknauf, den seine Hand berührte. Ach was, alles Humbug. Er betrat den dunklen Flur seines Hauses und zündete eine Kerze an. Doch nützte dies recht wenig, um den großen Flur zu erhellen. Scrooge machte nie viele Lichter an, sondern liebte vielmehr die Dunkelheit. Dunkelheit ist billig, darum liebe ich die Dunkelheit. An den Wänden flackerten die seltsamsten Schatten. Ihm war nach der Erscheinung an seiner Haustür nicht mehr ganz so wohl in seiner Haut. Und so ging er noch einmal durch die ganze Wohnung. Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles war in bester Ordnung. Scrooge liebte die Ordnung. Ordnung spart Zeit und Zeit ist Geld. Niemand verbarg sich unter dem Tisch oder in den Schränken. Beruhigt schloss Scrooge die Tür, zog sich Schlafrock und Pantoffeln an, setzte seine Nachtmütze auf und ließ sich im Stuhl vor dem Kamin nieder. Dort stand noch ein Schälchen mit Haferschleim. Scrooge liebte Haferschleim. Haferschleim ist billig und man kann ihn auch noch am nächsten Tag essen. Darum liebe ich Haferschleim. Scrooge zündete ein Feuer im Kamin an und setzte sich. Endlich ist Ruhe. Und diese Wahnsinnigen mit ihrem fröhlichen Weihnachten belästigen mich nicht mehr. Die Wärme des Kamins machte ihn leicht schläfrig. Wie er so vor sich hin dämmerte, war es ihm, als höre er das Knarren der Haustür. Unmöglich. Ich habe sie doch zweimal abgeschlossen. Seine einsame kleine Kerze begann zu flackern. Und von der Haustür drang das Rasseln von Ketten an sein Ohr. Das ist ja fast wie in einer Geistergeschichte. Wer treibt hier seine Scherze mit mir? Ich glaube nicht an Geister. Aber so ganz leicht ließ sich der Spuk nicht verscheuchen. Das Rasseln der Ketten kam immer näher. Ein eisiger Windhauch pustete die Kerze aus.
Das Feuer im Kamin verfärbte sich plötzlich bläulich. Ebenezer Scrooge! Marley! Jacob Marley! Das ist unmöglich. Schließlich starb er heute, genau vor 7 Jahren. Wie gebannt schaute Scrooge auf die dunkle Zimmertür. Im tiefen Schwarz des Türrahmens breitete sich ein bläuliches Schimmern aus. Es wurde immer heller und schließlich formte sich das Licht zu einer menschlichen Gestalt, die in Nebelschleier gehüllt durch die Tür hindurchschritt. Dass die Tür geschlossen war, schien das Wesen nicht im geringsten zu irritieren. Schwere Ketten schleppte die Gestalt mit sich. An ihnen hingen Geldkisten, Kassenbücher und schwere Geldbörsen. Scrooge. Ebenezer Scrooge. Wer bist du? Frage mich lieber, wer ich war. Denn im Leben war ich dein Geschäftspartner, Jacob Marley. Unmöglich. Du glaubst mir nicht. Nein, schließlich bist du doch seit 7 Jahren tot. Aber nun stehe ich hier vor dir. Welchen Beweis brauchst du noch? Traust du deinen Sinn nicht mehr? Vielleicht war der Haferschleim doch nicht mehr ganz frisch. Oft braucht es nur eine kleine Magenverstimmung und die Sinne spielen einem einen Streich. Bieg es dir nur zurecht. Doch hüte dich, Ebenezer. Ich bin gekommen, dich zu warnen. Was soll das? Und was bedeuten diese Ketten? Warum bist du mit ihnen gefesselt? Ich trage die Ketten, die ich im Leben schmiedete. Ich war wie du und schuf sie mir selber Glied um Glied. Erscheint dir diese Last so fremd? Jacob Marley. Oder willst du Gewicht und Länge der Ketten wissen, die du selber trägst? Aber ich war doch immer ein guter Geschäftsmann. Scrooge! Ebenezer Scrooge, genau das ist es. Solange dein Geist nicht über deine engen Büroräume und Konten hinausgelangt, wirst du immer weiter schmieden an den Ketten, die dein Herz umschließen. Marley, du weißt doch, Geld regiert die Welt. Was kann daran falsch sein, Geld zu verdienen? Jeder Mensch sollte im Geiste mit seinen Mitmenschen wandeln, ob nah, ob fern. Tut er dies nicht und bleibt in den jämmerlichen Grenzen seiner Selbstsucht, so ist er verdammt in alle Ewigkeit und muss die Ketten seiner Habgier schleppen. So wie ich. Aber was kann ich tun? Sag es mir. Deswegen bin ich hier, um dich zu warnen. Noch hast du die Gelegenheit und Hoffnung, meinem Schicksal zu entgehen. 3 Geister werden dich heimsuchen. Oh nein, nicht noch mehr Geister. Ist das die einzige Hoffnung, die ich doch habe? So ist es. Ohne ihren Besuch wirst du den Weg nicht erkennen, den du gehen musst. Erwarte den ersten der 3 Geister, wenn die Uhr 1 schlägt. Und mit diesen Worten entfernte sich Marleys Geist. Seine schweren Ketten und die Konten und Kassenbücher schleiften hinter ihm her. Ohne die Spur eines Zögerns durchschritt er die geschlossene Tür. Scrooge blieb allein vor dem Kamin zurück. Ich sollte besser auf meinen Magen aufpassen. Geister, was für ein Unsinn.
Scrooge überprüfte noch einmal die Tür. Sie war immer noch zweimal abgeschlossen. Er setzte seine Nachtmütze auf und ging ins Bett. Sorgfältig zog er die Bettvorhänge zu. Auf der Stelle schlief er ein. Als Scrooge erwachte, sah er im fahlen Mondschein die Kirchturmuhr. Na bitte, 1 Uhr und weit und breit kein Geist in Sicht. Das sagte Scrooge, bevor die Glocke des Kirchturms 1 schlug. Im selben Augenblick erfüllte ein helles Licht das Schlafzimmer und die Vorhänge seines Bettes wurden beiseite gezogen. Vor Scrooge stand eine seltsame Gestalt. Sie glich mehr einem Kind, doch hatte sie lange weiße Haare. Bist du der Geist, dessen Kommen mir vorhergesagt wurde? Der bin ich. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Deiner vergangenen Weihnachten. Und was führt dich hierher? Dein Wohlergehen. Steh auf und komm mit. Aber ich bin doch im Nachthemd mit Bett und Pantoffeln. Mehr brauchst du nicht. Vertrau mir. Mit diesen Worten nahm ihn der Geist bei der Hand und schon schwebten sie durch die Wand in die dunkle Nacht hinaus. Was ist das für ein Licht dort hinten? Dort erwarten uns die Weihnachtsfeste deiner Vergangenheit. Komm, lass uns durch die Zeiten fliegen. Allmählich verschwand die Nacht und es wurde hell. Sie hatten die Stadt mit ihren engen Gassen verlassen und standen nun auf einer Landstraße mit schneebedeckten Feldern zu beiden Seiten. Kommt dir die Gegend bekannt vor? Natürlich, hier bin ich aufgewachsen. Erinnerst du dich an diesen Weg? Aber sicher, das war mein Schulweg. Den finde ich noch mit geschlossenen Augen. Seltsam, dass du ihn so viele Jahre hindurch vergessen hast. Plötzlich kam eine Schar Kinder den Weg entlang gelaufen. Da ist ja der gute John. Und da kommt David. Die kenne ich ja alle. Da vorne läuft Linda. Das sind nur die Schatten derer, die einst waren. Sie können uns nicht sehen. Komm, die Schule ist noch nicht ganz leer. Eins der Kinder ist allein zurückgeblieben. Nein, Geist, ich kenne den Jungen und ich möchte ihn nicht sehen. Du musst. Schließlich wollen wir dich näher kennenlernen. Sie betraten ein altes Schulgebäude und in einem langen und trübseligen Klassenzimmer saß an einem der vielen Schreibpulte ein einsamer Junge. Es war niemand anderes als mein Onkel. Als kleiner Junge, ungefähr 8 Jahre alt. Er war tief versunken in seine Schulbücher und Mathematikhefte. Warum bist du nicht mit den anderen nach Hause gefahren? Die Weihnachtsferien waren immer eine gute Zeit für mich, das Gelernte zu wiederholen. Ach, Ebenezer, du hättest damals wirklich auch noch etwas anderes außerhalb der Schule lernen können. Hast du nicht auch mal gespielt, getobt oder etwas völlig Sinnloses gemacht? Komm,
Ich zeige dir noch einen anderen Weihnachtsabend, an dem du dich wirklich amüsiert hast. Um sie herum tauchten Häuser aus dem Nebel auf. Sie waren jetzt wieder inmitten der Straßen Londons. Die Geschäfte waren hell erleuchtet. Vor einer der Ladentüren blieben sie stehen. Aber das ist ja der Laden des alten Fezziwig. Hier war ich doch in der Lehre und da sitzt er ja selbst hinter seinem Schreibtisch. Und dort sitze ich. Ja, ich war ein fleißiger Lehrling. Sie gingen hinein. Nach einem Blick auf die Uhr legte der alte Fezziwig seine Schreibfeder hin und sprang auf. Oh, hey, Ebenezer, heute Abend wird nicht mehr gearbeitet. Es ist Weihnachten. Los, lass uns alles beiseite räumen, damit wir Platz haben und alles bereit ist, bevor Mrs. Fezziwig und die Gäste kommen. Weißt du, was jetzt passiert? Natürlich. Der alte Fezziwig bereitet gerade alles für unsere Weihnachtsfeier vor. Jetzt werden erstmal die Tische an den Rand geschoben. Ja, der alte Laden sieht doch jetzt fast aus wie ein Ballsaal. Ach, der wusste, wie man feiert. Und da kommen schon die Musiker mit ihren Instrumenten herein. Ach, die konnten anständig zum Tanz aufspielen. Und da haben wir ja auch schon die ersten Gäste. Alles Leute aus der Nachbarschaft. Munter drehten sich die Paare im Kreis. Und wer ist diese hübsche junge Frau? Diese Frau, das ist Isabel. Es scheint, als würdest du sie näher kennen. Genug. Frag nicht weiter. Aber ihr steht dort so ganz vertraut beieinander. Und jetzt tanzt ihr beide einen so eleganten Walzer. Sie war meine Verlobte. Vielleicht sollten wir einmal schauen, was geschehen ist. Nein, Geist, ich bitte dich, zeige mir nichts weiter. Warum willst du mich quälen? Aber der unbarmherzige Geist packte ihn und zwang ihn zu beobachten, was nun kam. Scrooge sah sich selbst in seinem Büro sitzen. Er war noch recht jung, vermutlich gerade mit seiner Lehre fertig. Ein Mann in der Blüte seiner Jahre, aber tief versunken in seine Kassenbücher und Konten. Leise und wehmütig betrat Isabel sein Büro. Sie war wie eine zarte Blume inmitten dieser tristen Umgebung voller Papiere und Aktenschränke. Ebenezer? Was ist denn? Ich bin gekommen, um dir Lebewohl zu sagen. Wie bitte? Ich gehe fort, Ebenezer. Du wirst mich nicht wiedersehen. Aber wir werden doch heiraten. Nein. Du hast eine andere Liebe gefunden. Eine Liebe, die meinen Platz eingenommen hat. Und die viel begehrenswerter für dich ist, als ich es bin. Wovon redest du? Von deinen Konten, Kassenbüchern und dem Geld. Sie bestimmen schon lange dein Leben. Das ist es,
woran dein Herz hängt. Und ich hoffe, dass diese Dinge dich glücklich machen können, mehr als ich es vermocht habe. Aber Isabel, du verstehst das nicht. Nur wenn du reich bist, kannst du ein sicheres Leben führen. So ist das nun mal in dieser Welt. Du fürchtest die Welt viel zu sehr. All deine Sehnsüchte und Träume sind in dem einen Wunsch nach Reichtum und Gewinn untergegangen. Isabel, ich finde es sehr schwierig, diese privaten Dinge während der Geschäftszeiten zu besprechen. Können wir das bitte ein anderes Mal machen? Nein, Ebenezer. Es wird kein anderes Mal geben. Ich gehe. Geist, führe mich weg von diesem Ort. Warum tust du mir das an? Dies sind die Schatten der Vergangenheit. Dass sie sind, wie sie sind. Dafür darfst du nicht mir die Schuld geben. Führ mich fort! Ich kann es nicht ertragen! Er rang mit dem Geist, und währenddessen spiegelten sich in dem Gesicht des Geistes all die Dinge, die er gesehen hatte. Wie ein glühendes Eisen drangen die Erinnerungen in sein Herz. Und plötzlich fand sich Scrooge schwer atmend in seinem Bett wieder. Was für ein Albtraum. Das kann ich doch nicht wirklich erlebt haben. Scrooge öffnete die Augen. Dort, wo ihm der Geist zwischen den Bettpfosten erschienen war, gähnte nun wieder die Dunkelheit der Nacht in seinem Schlafzimmer. Die Turmuhr schlug 2. Der erste um 1 Uhr. Der zweite. Nun, wo bleibt der nächste Geist? Immer noch hereinspaziert. Ich bin gespannt, was jetzt für ein Hokuspokus kommt. Hallo? Na bitte, es war also wirklich nur ein Traum. Doch ganz so wohl war es Scrooge nicht zumute. Innerlich war er auf alles gefasst, aber dass gar nichts passierte, damit hatte er nicht gerechnet. Die einzige Veränderung war ein goldener Schimmer, der sich langsam auf seinem Bett ausbreitete. Was mag das sein? Ein Geist ist das jedenfalls nicht. Der Lichtschein schien aus dem Nebenzimmer zu kommen. Scrooge stand vorsichtig und leise aus seinem Bett auf und schlich zu der Tür. Er linste durch das Schlüsselloch und sah, dass das Nebenzimmer von herrlichstem goldenen Kerzenschein erleuchtet war. Scrooge drehte den Türknauf. So wie sich die Tür öffnete, ergoss sich das goldene Licht durch den Türrahmen. Er blickte ohne Zweifel in sein Zimmer. Aber wie hatte es sich verändert? Der ganze Raum war über und über mit Tannenzweigen in dem saftigsten Grün geschmückt. Die Tische und der Boden quollen über von leckerem Weihnachtsessen, gebratenen Gänsen, heißen Kastanien, Bratäpfeln und Plumpudding. Aus dampfenden Punschgläsern zog ein köstlicher Duft durchs Zimmer. Und inmitten dieser Pracht saß ein großer, stattlicher Mann. Er war in einen Mantel aus grünem Samt gehüllt. In der Hand
hielt er eine hell leuchtende Fackel. Los, komm herein, Scrooge, und lerne mich besser kennen. Wie kann das sein? Woher kommen all diese leckeren Sachen? Mein Gott, was das alles gekostet haben muss. Darüber sollst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Mich hast du wohl noch nie gesehen. Noch nie. Und doch bin ich jedes Jahr unter den Menschen. Wer bist du? Ich bin der Geist der heutigen Weihnacht. Aber was sollen all diese Köstlichkeiten? Die sollen dich daran erinnern, wie herrlich es ist, sich mit allen Sinnen des Lebens zu erfreuen. Hier, probier mal. Aber ich hatte doch schon eine Schüssel Haferschleim. Na, Haferschleim, papalapap. Koste einmal diese saftige Weihnachtsgans. Pfefferkuchen? Oder wie wär's mit einem Schlückchen Weihnachtspunsch? Oh, gar nicht übel. Ja, so herrlich kann das Leben sein. Doch jetzt komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Plötzlich verschwand der Raum mit all seinen Köstlichkeiten und Scrooge stand mit dem Geist in einer engen, verschneiten Gasse. Die Häuser waren hier ganz krumm und schief. Scrooge zeigte auf das wackeligste der Häuser. Das ist ja das Haus von Bob Cratchit, meinem Angestellten. Und es ist kein Wunder, dass es hier im Armenviertel von London liegt. Denn diese triste Umgebung verdankt er der Knauserigkeit seines Arbeitgebers, Ebenezer Scrooge. Na. Obwohl das Haus so baufällig ist, dass es beim nächsten Windstoß umfallen könnte, wirst du hier sehen können, wie man anständig Weihnachten feiert. Komm und schau durchs Fenster. Es kostet dich nichts, was dir sicher gefallen wird. Aber werden Sie mich sehen können? Nein. Und ich bin mir sicher, dass Sie darüber auch sehr froh sind. Scrooge wischte mit seinem Ärmel das Eis von den gefrorenen Fensterscheiben. Inmitten der Eisblumen konnte er Familie Cratchit erblicken, wie sie eifrig mit den Feiertagsvorbereitungen beschäftigt war. Ich denke, in ganz London gab es keine Familie, die mit mehr Freude bei der Sache war. Peter, der Sohn, schnitt mit Feuereifer die Zwiebeln für den Gänsebraten. Martha, die älteste Tochter, schälte die Äpfel, mit der die Gans gefüllt werden sollte. Die zwei kleinsten Geschwister deckten in Windeseile die Festtafel. Währenddessen bereitete Mrs. Cratchit die Weihnachtsgans vor. Besonders groß ist die aber nicht. Wie soll die Gans auch größer sein bei dem Monatslohn, den Bob Cratchit von dir erhält? Ah, hier kommt er ja schon zur Tür herein, mit dem kleinen Tim, dem jüngsten Spross der Familie, auf dem Arm. Der kleine Tim sieht aber irgendwie krank aus. Es wundert mich, dass dir das auffällt. Aber du hast recht, er ist sehr krank. Deswegen ist er so blass. Doch trotzdem ist er der Sonnenschein der Familie. Aber bald schon könnte diese Sonne untergehen.
Alle setzten sich voller Vorfreude an den Esstisch. Und als die Gans von Mrs. Cratchit hereingetragen wurde, gab es kein Halten mehr. Die ganze Familie applaudierte. Alle sagten, dass sie noch nie eine so prächtige Gans gesehen hätten. Es wurde ein unvergessliches Festmahl. Nach dem Essen wurden die Becher mit Weihnachtspunsch gefüllt und Mr. Cratchit erhob sich. Fröhliche Weihnachten uns allen. Gott segne uns. Und der kleine Tim sagte leise, Gott segne jeden Einzelnen von uns. Währenddessen hielt Bob Cratchit die bleiche, welke Hand des kleinen Tim, als ob er sie nie mehr loslassen wollte. Aus Furcht, dieser Sonnenschein könnte nur allzu schnell verblassen. Geist, sage mir, wird der kleine Tim am Leben bleiben? Ich sehe einen leeren Platz an diesem schönen Tisch. Wenn die Zukunft diese Schatten nicht ändert, wird der Junge sterben. Aber was kümmert's dich? Wenn er sterben muss, so täte er gut daran, es bald zu tun. So kann sich endlich die Überbevölkerung verringern. Quäle mich nicht mit meinen eigenen Worten. Doch das Fest bei Cratchits ging munter weiter. Schließlich stand Mr. Cratchit wieder auf. Und nun möchte ich einen Toast aussprechen. Auf den edlen Spender unseres Festes, Mr. Scrooge. Sofort sank die Stimmung auf den Gefrierpunkt. Es war, als hätte jemand das Fenster aufgemacht und die eisige Kälte hereingelassen. Mrs. Cratchit stellte empört ihren Becher ab. »Mein lieber Mann, weißt du, was du da sagst? Du hast hart gearbeitet und Mr. Scrooge zahlt dir dafür nur einen Hungerlohn. Es muss schon wahrhaftig Weihnachten sein, um auf die Gesundheit eines so herzlosen und geizigen Mannes wie Mr. Scrooge zu trinken.« Ich glaube, Mrs. Cratchit kennt mich nicht besonders gut. Ja, da hat es das Schicksal ausnahmsweise gut mit ihr gemeint. Ich denke, wir gehen jetzt besser. Du hast genug gesehen. Langsam hüllte sich das ärmliche Stadtviertel in immer dichteren Nebel. Die Lichter der Häuser ringsum wurden immer dunkler. Scrooge blickte sich nach dem Geist um, doch der war mit einem Mal verschwunden. Er stand auf einem eisigen, leeren Platz. Geist, wo bist du? Lass mich nicht allein. Was wird mir noch widerfahren? Was hat Jacob Marley gesagt? Der dritte Geist zur dritten Stunde. Aus dem dichten Nebel schritt langsam und majestätisch eine dunkle Gestalt auf Scrooge zu. Sie war in einen tiefschwarzen Umhang gehüllt. Die Gestalt sprach nicht und kein Gesicht schaute aus dieser Finsternis. Nur das leere Grauen. Stehe ich vor dem Geist der zukünftigen Weihnacht? Das schwarze Gewand legte sich in Falten, als ob der Geist langsam mit dem Kopf nickte. Das war die einzige Antwort, die Scrooge bekam. In ihm stieg eine tiefe Angst auf. Geist der Zukunft, dich fürchte ich mehr als alles andere. Sprich, worauf kann ich noch hoffen? Doch die Gestalt schwieg. Ein dumpfes, schweres Schweigen.
Du sprichst nicht? So führe mich, Geist. Zeige mir die Zukunft, denn ich weiß, die Nacht vergeht rasch und meine Zeit ist kostbar, wenn ich mein Leben noch ändern will. Zeige mir die Dinge, die geschehen werden. Der Geist kam immer näher. Immer höher ragte die schwarze Gestalt empor. Scrooge schien sich in dem dunklen Umhang zu verfangen. Und schließlich war er von schwarzer Nacht umgeben. Was ist das? Bin ich schon tot? Was ist das für eine entsetzliche Finsternis? Ihn schwindelte. Die Zeit schien sich immer schneller in die Zukunft zu bewegen. Verängstigt klammerte sich Scrooge in die schwarzen Falten des Gewandes. Schließlich beruhigte sich der Zeitenstrom. Scrooge fühlte wieder festen Boden unter sich. Sie standen auf einem Platz, der mit Menschen gefüllt war. Ich kenne die Gegend. Das ist die Londoner Börse. Hier habe ich viele Geschäfte gemacht und manch nützlichen Tipp bekommen. Das sind schließlich alles meine Kollegen. Der Geist wies auf eine kleine Gruppe von Geschäftsleuten und sie traten näher, um dem Gespräch zu lauschen. Na, den alten Geizhals hat es nun auch erwischt. Jetzt hat ihm sein ganzes Geld nichts mehr genützt, ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Endlich ist er tot. Ich dachte schon, er würde nie sterben. Ha, der war doch schon zu Lebzeiten tot. Statt eines Herzens klapperte eine Geldzählmaschine in seiner Brust. Von wem reden diese Leute? Wer mag dieser herzlose Mensch gewesen sein? Ohne ein Wort zu sagen, führte ihn der Geist weiter durch die Gassen. Sie kamen in ein finsteres, dreckiges Haus. Hier trafen sich die Diebe und Gauner Londons. Nun, das hat sich gelohnt, dass wir den Alten mal in seinem Sterbebett besucht haben. Als Toter war er mir fast sympathisch. Die zwielichtigen Gestalten standen um einen Tisch herum, auf dem sie ihre Beute ausgebreitet hatten. Ich denke, seine Bettvorhänge braucht er nicht mehr. Und die Kleider habe ich ihm ausgezogen. Hier, fühlt mal, was für ein feines Stöffchen. Die wollten ihn doch glatt in seinem besten Sonntagsanzug beerdigen. Geist, wer ist der Mann, der da gestorben ist? Lass mich etwas anderes sehen, bitte. Wird es keine Freude und kein Mitgefühl in der Zukunft geben? Der Geist führte ihn weg von dem düsteren Haus. Sie fanden sich wieder auf einer engen Gasse. Ach, die Gegend kenne ich doch. Das ist das Haus von Bob Cratchit. Vielleicht kann ich hier noch mal ein wenig Freude und Ehrlichkeit erleben. Aber als Scrooge wieder durch das Fenster in das Haus spähte, war der Glanz und die Freude, die er dort zuvor gesehen hatte, verschwunden. Alles war sehr still. Und die Familie saß schweigend um den Tisch herum. Oh nein, ein Stuhl ist leer. Wo ist der kleine Tim? Scrooge wollte zurückweichen, doch der Geist ragte wie eine schwarze Wand hinter ihm auf. Er zwang ihn, weiter hinzublicken auf die Zukunft, die noch kommen wird. Bob Cratchit begann langsam zu sprechen. Ihr Lieben, jeder von uns geht seinen Weg. Und zum Glück dürfen wir als Familie ein großes Stück dieses Weges gemeinsam gehen. Timmy ist nun seinen eigenen Weg gegangen. Ich war heute auf dem Kirchhof.
Ich habe einen sehr schönen Platz gefunden. Das Gras ist dort ganz grün und wir werden ihn dort jeden Tag besuchen. Die Traurigkeit ließ die Worte ersterben. Totenstille herrschte in dem Zimmer. Geist, muss dies alles so geschehen, wie ich es jetzt sehe? Kann ich das Schicksal meiner Mitmenschen nicht ändern? Was ist mit mir geschehen? Wer war dieser alte Mann, über dessen Tod alle so froh waren? Statt einer Antwort führte ihn der Geist durch die schmalen Gassen hinaus aus der Stadt. Sie kamen zu einem Friedhof. Dunkel und schwarz standen dort die Grabsteine in der Nacht. Der Geist deutete mit seiner knochigen Hand auf einen der Grabsteine. Ehe ich den Stein anschaue, Geist, sag mir eines. Sind dies die Dinge, die sein werden, oder die Dinge, die sein könnten? Schwarz und unerbittlich zeigte der Geist auf den Grabstein. Es kann sich doch alles ändern. Wenn man sein Leben ändert, dann verändert sich doch auch die Zukunft. Sag, dass es auch hier so sein wird. Geist, sag es. Der Geist stand da, regungslos. Scrooge ging zu dem Grabstein und sah in den kalten Stein gemeißelt den Namen Ebenezer Scrooge. Nein, Geist, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich war. Ich habe mich geändert. Ich will Weihnachten in mein Herz lassen und den Menschen zeigen, was ich von den Geistern gelernt habe. Bitte, Geist, lass mich die Dinge ändern. Er fasste den Geist an seinem schwarzen Umhang und wollte die knöcherne Hand von dem Grabstein abwenden. Er krallte sich immer fester in den Stoff, hob die Hände flehend zu dem Geist empor. In diesem Moment veränderte sich der Umhang in seiner Hand. Er fiel in sich zusammen, war nun nicht mehr schwarz wie die Nacht. Scrooge hielt seine weißen Bettvorhänge in der Hand. Er war in seinem Bett und er war noch am Leben. Es war sein Leben und er konnte es ändern. Die finstere Nacht war der hellen Morgensonne gewichen, die golden durch das Fenster strahlte. Ich fühle mich lebendig. So lebendig wie nie zuvor. Ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Wie viel Zeit habe ich wohl mit den Geistern verbracht? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, ihr Geister der Weihnacht, ihr habt mich ganz verwirrt. Alle drei sollt ihr in mir lebendig sein. Ich werde die Schatten der Zukunft verändern.
Er sprang aus seinem Bett und rannte zu dem Fenster. Stieß es auf und ließ die kalte Luft des neuen Wintermorgens herein. Unten im Hof schlenderte ein Junge vorbei. Hey du, welchen Tag haben wir heute? Heute? Natürlich Weihnachten. Es ist Weihnachten. Ich habe noch nichts verpasst. Ich darf Weihnachten mit allen Menschen feiern. Hey, Junge, willst du dir etwas Taschengeld verdienen? Kennst du die Geflügelhandlung an der Ecke? Natürlich. An der Scheibe drücken wir uns vor Hunger einmal die Nase platt. Ja, dann hast du auch die große Gans gesehen, die dort im Fenster hängt. Lauf los und kauf sie und bring sie schnell her. Hier hast du Geld. Wie der Blitz rannte der Junge die Straße hinunter. Verzückt kichernd wieselte Scrooge durchs Zimmer. Er rieb sich die Hände vor Freude. Ja, diese Gans werde ich Cratchit vorbeibringen. Wir wollen doch mal sehen, ob sie in das kleine Haus passt. Ich muss nicht immer nur von draußen durch die Scheibe gucken. Nein, ich werde selbst Freude in das Haus bringen. Im Nu war der Junge wieder da und beide auf dem Weg zu Bob Cratchit. Aus dem Haus drang freudiges Kinderlachen. Doch als Scrooge klopfte, wurden alle im Hause still. Wer mag das sein? Heute am Weihnachtstag. Aber, Mr. Scrooge, wir haben doch gesagt, dass ich heute frei habe. Ganz richtig, Cratchit. Aber Sie haben Ihr Weihnachtsgeschenk vergessen. In diesem Moment trug der Junge die riesige Weihnachtsgans zur Tür herein. Der kleine Tim machte große Augen. Bob Cratchit, diese Gans ist für Sie und Ihre ganze Familie, für die treue Arbeit, die Sie all die Jahre für mich geleistet haben. Aber, Mr. Scrooge? Keine Widerrede. Übrigens, was ist aus der Räumungsklage für die Familie Williams geworden? Haben Sie sie schon abgeschickt? Mr. Scrooge, ich konnte nicht. Sehr gut. Es wäre mir lieb, wenn Sie damit den Ofen anheizen würden. Es ist recht kühl hier drinnen, fast wie in unserem Büro, aber da wird es in Zukunft warm. Und ich denke, wir müssen die Geschäftsfelder von Scrooge und Marley neu ausrichten. Cratchit verstand die Welt nicht mehr. Ungläubig stand die Familie um Scrooge und die Weihnachtsgans herum. Außerdem sollten wir ihr Gehalt verdoppeln. Na los, worauf warten Sie? Heizen Sie den Ofen an und lassen Sie uns ein Glas Weihnachtspunsch zusammen trinken. In dieser einen Nacht hatte mein Onkel Ebenezer Scrooge gelernt, dass Freude das Einzige ist, was mehr wird, wenn man es teilt. Der kleine Tim wurde wieder gesund und Scrooge wurde für ihn der beste Onkel der Welt. Er half auch den anderen Menschen in der Stadt. Wer immer in Not war, konnte auf ihn zählen. Die Leute sagten von Scrooge,
dass er wisse, wie man richtig Weihnachten feiert. Und möge dies auch von uns allen gesagt werden. Von jedem Einzelnen von uns.